Herr Plopper, ein herzliches Hallo aus Wien. Ja. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich weiß, Sie sind auch ein sehr vielbeschäftigter Mann derzeit, arbeiten an mehreren Projekten. Und in Deutschland kennt man Sie ja schon durch Ihre Beiträge für Telepolis, Heise, die Nachdenkseiten, und beim Kollegen Ken Jebsen haben mehr als 130.000 Zuschauer Ihr Gespräch verfolgen können, wo es um Ihr aktuelles Buch Die Macher hinter den Kulissen ging. Ich zeige das jetzt nochmal in die Kamera, weil auch wir finden, dass das ein sehr, sehr wichtiges Buch ist. Und jetzt muss ich Sie eingangs nochmal auf dieses Buch ansprechen. Wie kommt man darauf, sich all diesen transatlantischen Denkfabriken und Querverbindungen von Wirtschaft, Politik und Geheimdiensten dort anzunähern und da sich einzugraben in diese Thematik? Ja, ich bin eigentlich seit 10 Jahren dabei, und das liegt daran, dass ich mal versucht habe, hier mich in die Politik ein bisschen einzumischen. Es gab damals in Deutschland eine Partei, Wahlalternative von soziale Gerechtigkeit. Die wollte 2005 oder 2006 zu den Bundestagswahlen antreten, sollte eine Alternative sein zur Agenda 2010. Und damals wurde diese Gruppierung dann in den vorgezogenen Neuwahlen von 2005 fusioniert mit der PDS zur heutigen Linkspartei. Das war nicht in meinem Sinne, und damals haben wir mit verschiedenen Leuten aus dieser Gruppierung dann überlegt, eine neue Partei zu gründen, die dann unbelastet ist von irgendwelchen Vorgeschichten, wie sie die PDS zum Beispiel vorzuweisen hatte. Das ist gescheitert. Und immer wieder versuchten diese Leute dann eine Partei zu gründen, und es war immer gleichermaßen vom Misserfolg gekrönt. Und ich habe dann immer versucht, ihnen klarzumachen, Leute, es geht nicht so einfach. Man braucht natürlich viel Geld, man braucht Beziehung, aber das alleine reicht dann auch alles nicht, um eine Partei aufzumachen. Ich habe dann nachgeforscht, wie kommt es, dass im Prinzip alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, eigentlich im Grunde dieselbe Politik betreiben. Und bin dann sozusagen im Laufe der Jahre dahinter gekommen, dass es gewisse Seilschaften hinter die Kulissen gibt, Gruppierungen, beispielsweise Atlantikbrücke, in denen sich Leute aus allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, zusammentun und ganz freundschaftlich zusammen sozusagen an ein und demselben Paradigma arbeiten. An dem Bündnis mit den USA geht nichts vorbei, und an dem marktradikalen Credo geht auch nichts vorbei. Ich sage marktradikal, weil es wird immer fälschlicherweise neoliberal gesagt, aber nach meinen Erkenntnissen ist marktradikal der richtige Begriff. Zum anderen habe ich festgestellt, dass ich hatte ein Buch geschrieben, nämlich Hitlers amerikanische Lehrer. Das halte ich auch mal hoch. Ein bisschen länger vielleicht, wenn Sie es mir nochmal in die Kamera zeigen. Ja, Eliten der USA als Geburtshelfer des Nationalsozialismus. Das hatte ich 2008 veröffentlicht. Ich versuchte es zu veröffentlichen. Kein Verlag in Deutschland hat sich getraut, oder in Österreich oder in der Schweiz, es zu veröffentlichen. Ich musste es selber veröffentlichen, und keine Zeitung in Deutschland hat sich getraut, meine Erkenntnisse irgendwie weiterzugeben in einer Buchbesprechung. Und da bin ich darauf gestoßen, dass es sehr hartnäckige Seilschaften in der Wissenschaft und in den Medien gibt, denen das nicht passt, wenn jemand schreibt, dass die Eugenik zum Beispiel bereits Ende des 19. Jahrhunderts in den USA voll Gesetzeskraft erlangt hatte, wo in Deutschland noch kein Mensch daran zu denken wagte. Und das hat mich dann eben auch darauf aufmerksam gemacht, noch stärker als das vorherige Erlebnis. Es gibt solche Seilschaften oder Netzwerke, die ganz konkret ein ganz bestimmtes Paradigma durchzusetzen versuchen. Hat Sie was im Zuge dieser Recherchen besonders überrascht oder sogar schockiert?
Ja, also zum Beispiel, es ist wie hart manche Lobbygruppen, die in diesem Netzwerk drin sind, wie zum Beispiel European Roundtable of Industrialists, äh, direkt Einfluss nehmen auf die EU-Politik. Die EU ist quasi ein Ergebnis eines Top-Down-Projektes von den USA angestoßen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ging darum, die labilen westeuropäischen Staaten sozusagen zu immunisieren gegen Abwerbungsversuche der Sowjetunion. Mittlerweile ist man aber ein Stück weitergekommen. Heutzutage sind geopolitische Aspekte nicht mehr so wichtig, sondern vielmehr, es wird durch diese EU-Bürokratie das marktradikale Paradigma völlig unhinterfragt nach unten gedrückt auf die Staaten. Die Staaten sind demokratisch legitimiert und die EU ist es ja bekanntlich nicht. Und wie hier solche Lobbygruppen wie zum Beispiel der European Roundtable of Industrialists direkten Einfluss nimmt, zum Beispiel auf ein Denkpapier, ein Arbeitspapier der deutschen und der französischen Regierung von 2013. Frau Merkel hatte damals François Hollande und Barroso, den damaligen EU-Präsidenten, ins Bundeskanzleramt zitiert und dort saßen bereits 15 Herren von diesem European Roundtable of Industrialists und haben ihre Wunschliste vorgelegt und die wurde dann 1:1 umgesetzt. Ebenso die Lissabon-Agenda ist 1:1 einfach eine Kopie eines Schreibens des European Roundtable of Industrialists. Also diese so direkte, sehr derbe Einflussnahme auf die Politik hätte ich so nicht erwartet. Jetzt haben Sie vorher ja angesprochen, dass alle im Bundestag vertretenen Parteien quasi dieselbe Politik verfolgen. Wenn man aber jetzt aktuell zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht reden hört, dann hat man als Zuseher doch den Eindruck, dass die da ausschert. Oder ist das nur ein Spiel? Nee, also ich habe ja auch mal in die Augen geschaut. Ich glaube, das ist wirklich eine Überzeugungstäterin im Moment noch. Wir haben ein paar Überzeugungstäter, die sich tatsächlich noch halten können. Zum Beispiel Christian Ströbele. Ja? Der ist ja, den wollten die Grünen eigentlich schon 2002 loswerden. Sie hatten ihn bei der Bundestagswahl in der Wahlliste ganz weit nach unten gesetzt. Er hätte keine Chancen gehabt, wiedergewählt zu werden. Nur ein Zufall hat dazu geführt, dass er heute der einzige direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der Grünen ist. Damals hatte ein Neonazi ihm während der Wahlkampagne einen Ziegelstein auf den Kopf gehauen. Herr Ströbele musste für ein paar Tage ins Krankenhaus. Und das hat eine solche Sympathie oder Mitleidswelle ausgelöst, dass er dann direkt gewählt wurde, sodass der PDS-Kandidat, der bis jetzt diesen Posten hatte, diesen eingebüßt hat und damit die PDS nur noch 2 Mandate hatte, übrigens als kleine Randnotiz, und damals aus dem Bundestag rausflog aufgrund dieses Vorkommnisses. Es gibt natürlich auch Tobias Pflüger von der Linkspartei, würde ich als Überzeugungstäter noch einschätzen. Man darf mal gucken, wie lange die Sachzwänge sozusagen diese Leute noch nicht umgarnt haben. Welche Rolle spielen die Medien in diesem Spiel? Eine ganz entscheidende. Sie sind sozusagen diejenigen, die in einem Chor von scheinbar heterogenen Zeitungen immer dasselbe Paradigma bringen. There is no alternative. Es gibt keine Alternative. Erstens dazu, dass wir uns in einem Sicherheitsbündnis ganz eng an die USA anschmiegen müssen gegen den Rest der Welt. Und es gibt keine Alternative dazu, dass wir unsere Gemeinwirtschaft in Deutschland privatisieren. Nur so können wir in der Zukunft effektiv arbeiten. Dieser Chor geht von der Taz bis zur FAZ. Von Zeitungen, die als links eingestuft werden, bis zur Süddeutschen Zeitung, die linksliberal ist. Dann gibt es eben mal die Zeit, die auch als liberal gilt, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die als konservativ rechts gilt, oder die Welt. All diese Zeitungen sind in gewissen Sachfragen, in ganz nebensächlichen Fragen unterschiedlicher Meinung.
Aber wenn es um die entscheidenden Dinge geht, wie Ukraine-Krise oder so, dann ist da ein so erschütternder Gleichklang. Und das hat zum Beispiel den Medienwissenschaftler Uwe Krüger dazu veranlasst, eine Doktorarbeit zu schreiben an der Universität Leipzig. Meinungsmacht. Bitte? Meinungsmacht heißt das Buch, glaube ich. Das Buch Meinungsmacht, genau. Ist eine Doktorarbeit, ist nicht unbedingt für jeden bekömmlich, weil Doktorarbeiten haben immer bestimmte Spielregeln. Da ist eigentlich das Kernsubstrat vielleicht auf 30, 40 Seiten und der Rest zeigt eigentlich, wie derjenige seine Arbeit angelegt hat. Ich denke, damit ist zum ersten Mal in einer Studie, in einer wissenschaftlich anerkannten Studie nachgewiesen worden, dass die Herrschaften das war die Süddeutsche Zeitung, die Zeit, die FAZ und die Welt, dass die dortigen Top-Redakteure alle in denselben transatlantischen Elite-Seilschaften vertreten sind, dass sie sich dort treffen und dass sie teilweise einen Zielkonflikt haben, einerseits Redakteur zu sein, andererseits Lobbyist für die Sicherheitsindustrie. Und das war, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit, das koinzidierte dann mit einem anderen Knackpunkt, nämlich dem eintönigen Chor in der Ukraine-Frage. Und da haben viele Leute gesagt in der Bevölkerung, da können wir nicht mehr mit. Irgendwie, wie kommt das, dass die alle den gleichen Ton haben und die gleiche Forderung? Eben war Putin noch im Bundestag, jetzt ist er auf einmal ein Dämon wie Saddam Hussein. Da stimmt doch was nicht. Und da haben viele Leute die Tischdecke zerschnitten. Ja. Ich glaube aber, das Beispiel Ukraine hat schön gezeigt, da haben sich die Medien quasi aus ihrer Deckung herausgewagt. Da wurde es, glaube ich, jedem anschaulich gezeigt, was hier läuft. Also nahezu täglich hat ja, glaube ich, der dümmste Zuschauer die Propaganda förmlich erkennen können. Das war der Druck, das war überzogen. Ja. Das war wirklich dann sozusagen überspannt. Ja. Der Bogen überspannt und es macht Krach. Ja. Ja. Sehr wichtiges Tool ist ja auch Wikipedia, wo immer häufiger kritische Journalisten und auch Wissenschaftler diffamiert werden. Bei Ihnen findet man gar keinen Wikipedia-Eintrag. Was hat es damit auf sich? Ja, also es gab einen, der war im Frühjahr dieses Jahres angelegt worden, existierte dort und existierte ungefähr bis September. Dann war er urplötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ja, es ist einem Bekannten von mir gelungen, die Löschdiskussion, also die Diskussion der Wikipedianer aufzuzeichnen und mir zugänglich zu machen. Und ich sag mal, die verschiedenen User oder auch sozusagen die Hierarchen von Wikipedia konnten sich nicht ganz einigen in dieser Diskussion, ob ich nun unbedeutend sei oder ob ich ein Verschwörungstheoretiker sei. Und dann erschien plötzlich der Artikel wieder und er war ungefähr nach 2 Stunden wieder von der Bildfläche verschwunden. Also er war nach der Löschdiskussion auf Probe für eine Woche soll er drinstehen. Dann wurde er plötzlich aber nach 2 Stunden wieder entfernt. Da muss also auch ein heftiger Machtkampf innerhalb von Wikipedia getobt haben. Ich bin ja nicht der Einzige, den das betrifft. Das betrifft also auch den anerkannten Historiker Daniele Ganser, der in Zusammenhang gebracht wird auch mit Verschwörungstheorie, oder Ken Jebsen, dem sogar antidemokratische Einstellungen unterstellt werden, wobei jeder bei seiner Sendung Me, Myself and Medien die schönsten Nachhilfestunden in Staatsbürgerkunde genießen kann. Es gibt immer so bestimmte Totschlagargumente, die immer wieder auftauchen. Antisemitismus, wenn jemand wagt, die Banken zu kritisieren. Anti-Amerikanismus, wenn jemand die Politik von 1% der US-Bevölkerung zu kritisieren wagt. Antisemitismus hatten wir schon. Verschwörungstheorie schlechthin. Was immer das sein soll. Da ist die Wissenschaft auch völlig sich im Unklaren und Wikipedia operiert hier mit einem wissenschaftlich völlig umstrittenen und undefinierten Begriff.
weil man sieht bei Wikipedia auch immer wieder, dass es nicht nur Personen betrifft, sondern dass ganz bestimmte Richtungen, ganz bestimmte Meinungen sehr einseitig durchgedrückt werden. Ich habe mich ja jetzt ein bisschen in der akademischen Literatur umgetan. Ich habe ein Buch hier in der Hand gerade am Lesen. Wer definiert Wissen? Ist eine Doktorarbeit. Wissensaushandlungsprozesse bei kontrovers diskutierten Themen in Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Eine Diskursanalyse am Beispiel der Homöopathie. Was hier so schön wissenschaftlich gepflegt gesagt wird, der Autor möchte eigentlich sagen, dass die Homöopathie grundsätzlich, was immer ist, schlecht wegkommt, als unseriös, unglaubwürdig. Es gibt andere Studien, die sich mit anderen Themen beschäftigen. Mir fällt immer auf, dass Naturkräuter wie Johanniskraut zum Beispiel, da werden die Risiken und Nebenwirkungen also ganz gewaltig herausgestellt. Also ich sag mal, wenn man 10.000 Liter Wasser trinkt, dann kann man auch sterben. Jedenfalls dagegen wiederum Pharmazeutika, da werden die Artikel sind fast identisch mit den Beipackzetteln und das ist ziemlich kritikfrei. Und deswegen, weil mir das nun so aufgefallen ist und das Thema so aufgestoßen ist, habe ich jetzt mit dem Medienwissenschaftler Daniel Hermsdorf zusammen aktuell eine Petition bei Change.org mit dem Motto Transparenz bei Wikipedia. Die werden wir auch nochmal einblenden. Ja. Und das Ziel der Petition ist was genau? Ja, also es ist ja so, dass man jetzt festgestellt hat, ich ja auch durch meine Lektüre, dass Wikipedia gar keine basisdemokratische Organisation ist, keine Wissensallmende, sondern es ist eine streng hierarchisch organisierte Gruppierung, also der Scientology-Sekte nicht unähnlich. Es ist völlig intransparent, wer dort arbeitet, wer dort was zu sagen hat. Es gibt eine strenge Hierarchie. Unten sind die einfachen User, dann gibt es die Sichter, die gucken immer rum, die Artikel, ob die korrekt sind oder ob da was Diskriminierendes drin steht. Darüber stehen die Administratoren, die Admins. Und dann gibt's ganz oben in der Pyramide die Bürokraten, die sind hauptamtlich beschäftigt und die sind allmächtig, wie ein absolutistischer König. Und ist also auch eine Pyramide eigentlich, ne? Gut, in der Verschwörungstheorie ist die Pyramide sehr beliebt, aber man kommt da nicht drum herum, dass es eine pyramidale Struktur ist, wie bei einem Konzern. Richtig. Ich sag mal, das Schöne daran ist, die Sichter und die Administratoren sind für die User, für das gemeine Volk nicht erkennbar. Sie treten nicht mit Klarnamen auf, sondern alle nur mit Pseudonymen. Und man kann auch juristisch gegen diese Leute nicht vorgehen. Es wurde versucht, über das Landgericht Köln und über das Landgericht Hamburg gegen Administratoren und Sichter vorzugehen, die in den Artikeln Menschen beleidigen und diskriminieren. Man kam aber nicht weit, weil presserechtlich verantwortlich für Wikipedia Deutschland ist die Wikimedia Foundation in San Francisco. Und die zu belangen, ist ungefähr so, als wenn die deutsche Steuerbehörde versucht, Steuerflüchtlinge in Liechtenstein zu belangen oder auf Vanuatu. Entschuldigung, das ist die Situation. Und was auch immer wieder auffällt, es gibt sogenannte Edit Wars, Editorenkriege, also wo verschiedene Leute, Sichter, Administratoren oder auch einfache Benutzer versuchen, bestimmte Aussagen zu platzieren in den Artikeln. Und was da immer wieder auffällt, es gibt alle Schweine sind gleich, einige sind gleicher, heißt es bekanntlich. Und es ist so, bei einigen Aussagen wird halt immer wieder, wenn jemand versucht, einen Eintrag zu ändern, bestimmte Aussagen werden immer wieder von denselben anonymen Sichtern und Administratoren gelöscht.
Dazu gibt es demnächst einen Film, der online stehen wird, Die dunkle Seite von Wikipedia. Die wird also in Bälde draußen sein. Da geht es schwerpunktmäßig um die Editionsgeschichte des Artikels über Daniele Ganser. Um einen Satz, wo in einer sehr perfiden Art insinuiert wird, dass Daniele Ganser ein Verschwörungstheoretiker sei, was das Thema 9/11 betrifft, also die Angriffe auf die World Trade Center Hochhäuser in New York. Ja, wir hatten ja Daniele Ganser bei unserer letzten Sendung und dieser Edit War wurde auch von ihm zum Thema gemacht. Und er sagt, das ist ja täglich, findet das statt, also seine Studenten und auch er arbeiten daran, das zu korrigieren. Und es ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil jedes Mal, als ich auch auf Wikipedia gehe, steht eigentlich immer der Begriff Verschwörungstheoretiker drinnen. Also ich konnte noch nicht den von der Ganser-Fraktion verfassten Artikel jemals online wiederfinden. Das beunruhigt ist eben, dass Wikipedia ein Monopol hat. Mittlerweile haben sie alle anderen Lexika plattgedrückt. Und sie drücken aber eine ganz bestimmte Weltsicht durch. Und zwar eben die Sicht der US-Regierung im Prinzip. Und das wird immer wieder deutlicher an verschiedenen Kleinigkeiten. Ich habe mal den Artikel über die Bombardierung von Dresden mir angeguckt. Dort wird behauptet, dass dort, also für alle Menschen, die da getroffen waren, war klar, sie wurden damals englischerseits mit Phosphorbomben, einem ganz perfiden Vorläufer der Atombombe, traktiert. Und jetzt steht bei Wikipedia, die neuere Wissenschaft habe einwandfrei festgestellt, es seien keine Phosphorbomben gewesen. Und es ist also eine Einseitigkeit, und je mehr man das Monopol hat, umso ungenierter wird diese Einseitigkeit auch hervorgekehrt. Das ist natürlich tragisch, wenn man die Geschichte neu schreiben kann, hat man sehr viel Macht. Das erinnert an wiederum George Orwell, ein anderes Beispiel von Orwell, nämlich 1984, wo es ein Wahrheitsministerium gibt, wenn der Staat A mit dem Staat B zuletzt Freund war, aber jetzt im Kriegszustand ist, dann gehen die Leute vom Wahrheitsministerium ins Archiv und schmeißen die alten Zeitungen raus, schreiben neue Artikel mit dem Datum der damaligen Zeit und drucken dann eine neue Zeitung. So viel Mühe muss man sich im Digitalzeitalter gar nicht mehr machen. Ja, das Tragische ist ja, dass der Otto-Normal-Internetbenutzer ja wirklich noch davon ausgeht, dass das, was er da online findet, bare Münze ist. Eben Begriffe wie Verschwörungstheoretiker oder Rockefellers, triliterale Kollision und wie diese Fabriken alle heißen, das löst ja leider bei vielen auch eine Schere im Kopf aus. Also alleine wenn man mit der Familie Rockefeller argumentiert, steigen eigentlich schon viele Leute aus, weil das für viele an diesem Verschwörungsgedankengut drinnen ist. Muss man diese Schere im Kopf nicht irgendwie lösen? Also ich denke mal, das perfide daran ist, dass es wiederum absurdeste Verschwörungstheorien tatsächlich gibt. Über Freimaurer, Jesuiten, Juden, wer nicht alles, Aliens sogar. Da hat man oftmals das Gefühl, dass diese Artikel auch von irgendwelchen Geheimdiensten ventiliert werden, um das Ganze unglaubwürdig zu machen. Und das macht die Sache noch schwieriger. Man muss natürlich einerseits ganz klar da scheiden zwischen diesem, sage ich mal, pseudowissenschaftlichen, gefährlichen Unfug und dem, was archivbasiert und dokumentenbasiert dargelegt ist. Und ich sag mal, wenn dann eben jemand wie Daniele Ganser oder auch meine Wenigkeit mit solchen Scheiß in einen Deckel gebracht wird, das ist perfide, das ist gemein. Ja, zumal das ja alles mit Fakten belegbar ist. Also ein David Rockefeller, den Herrn gibt es ja, der wurde jetzt 100 Jahre alt und er hat eben einige dieser Denkfabriken gegründet, wie wir wissen. Das ist ein Fakt, das ist belegbar. Ja, Level Commission zum Beispiel 1973. Genau. Darüber kann man sprechen. Und viele gehen dann eben so weit, nicht wahr? Das war dann der Beweis, dass die Aliens damit drin waren. Und dann werden solche ernsten Themen eben
veralbert. Ne? Und es ist aber Faktum, dass es eine Zusammenballung von Intelligenzen und Potenzen gibt, die auch, sag ich mal, den angeblichen kapitalistischen Wildwuchs durchaus ordnen und in einer gewissen Weise nach ihrem Sinne steuern, also, soweit sie es können. Herr Plopper, ein Thema, das, glaube ich, ganz Europa nach wie vor beschäftigt, auch wenn es viele schon langweilt, ist einfach die Flüchtlingskrise. Ich weiß, Sie kennen die Theorie, die auch Willy Wimmer hat das jetzt, der ehemalige CDU-Politiker, ein Mann, der ja die größte NATO-Übung in den 80er Jahren kommandiert hat, vertritt die These, dass hier Migranten als Waffe eingesetzt werden. Wie beurteilen Sie das? Ja, also ich sag mal, es ist zunächst einmal eine nicht mehr zu handhabende humanitäre Megakatastrophe. Das heißt, es ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Es hat einen Chaoscharakter und es hat auch einen Schockcharakter für alle Beteiligten. Für die Menschen, die hier leben, für die Menschen, die durch die Welt geschubst werden aus irgendwelchen verbrannten Gegenden. Und ich sag mal so, der Verursacher sind ja nun mal eindeutig die USA. Von daher sind sie de facto natürlich auch Zerstörer dieser Verhältnisse und sie destabilisieren auch de facto, von der Absicht reden wir jetzt noch nicht, aber de facto zerstören sie auch die bundesdeutsche oder auch die österreichische Gesellschaftsordnung, weil diese Menschen jetzt irgendwo hin müssen. Und jetzt sind sie in einer Masse hier, die man also überhaupt nicht mehr handhaben kann. Jeden Tag wird irgendwie ein neuer Staat destabilisiert. Und es bahnt sich auch in Deutschland ein neuer Bürgerkrieg an, oder überhaupt ein Bürgerkrieg. Wir haben zuletzt in der Weimarer Republik einen Bürgerkrieg gehabt. Wenn man die Internetforen liest, dann wird einem speiübel. Da wird nicht mehr gesagt, der andere ist ein Gegner und ich respektiere den aber als Menschen, auch wenn ich seine Auffassung schlecht finde. Da gibt's gleich sofort die Mordkeule. Und neulich hat Pegida sogar 2 Galgen auf dem Theaterplatz in Dresden aufgestellt. Bei dem einen stand reserviert für Merkel, auf dem anderen reserviert für Gabriel. Ich stelle mal klar, diese beiden sind für mich Mitmenschen, politische Gegner, aber keine Feinde, die ich umbringen möchte. Absolut. Wir sind hier in einer Gesellschaft, wo der Respekt vor dem Leben des anderen heilig ist. Und wer das hier in Frage stellt, der ist schon eigentlich ein Produkt dieser amerikanischen Destabilisierung. Und ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht, bin ich noch mit mir am Kämpfen. Ich weiß es nicht. Es gibt natürlich, Sie hatten neulich im Gespräch mit Daniele Ganser, einen Autor, angeführt, Thomas P.M. Barnett, den ich noch nicht kannte, der aber, soweit ich sehe, durchaus unter Donald Rumsfeld ziemlich einflussreich war. Und der hatte ja gesagt, ganz offen, man könne Europa, man könne Deutschland, den gefährlichsten Konkurrenten der USA, wenn er sich mit Russland zusammentut, eben dadurch platt kriegen, dass man sie überschwemmt mit fremdrassischen Einwanderern. Und da kommt sein Rassismus voll durch. Er spricht davon, es gäbe dann eine Mixtur, eine Rassenmixtur, die dann intellektuell sozusagen unter der arischen Herrenrasse stünde, die ja dumm genug ist oder zu dumm ist, um zu kapieren und intelligent genug, um arbeiten zu können. Da kommt also sein narzisstischer Rassismus, nicht narzisstisch, sondern narzisstischer Rassismus voll zum Tragen. Wie weit das jetzt wirklich Einfluss hatte auf die konkrete Politik der USA, kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass die jetzige Situation eine logische Folge der marktradikalen Verwahrlosung dieser Welt und der Lähmung der Nationalstaaten durch diese marktradikale Politik ist. Was ja, glaube ich, für Historiker und Journalisten doch einfach schön ist, dass diese Verrückten und Menschen wie einen Barnett, würde ich jetzt mal unterstellen, das sind Soziopathen, ihre Gedanken offen in Büchern niederschreiben. Das ist ja eigentlich auch
extrem dumm und gefährlich von diesen Menschen. Salonfähig sind, Ja, im Oval Office sich austoben können. Also im Präsidentenzimmer. das zeigt die Weiß Arroganz. hinaus. Bitte? Das zeigt aber auch eine gewisse Arroganz, die da vorherrscht. Ne? Ja, Alan Dulles hat ja mal gesagt, nachdem er auf Widersprüche im Kennedy-Attentatsreport, im Warren Report hingewiesen wurde, don't worry, the Americans don't read. Also diese Elite, diese selbst erklärte Elite in den USA, die hält den Rest der US-Bevölkerung für so dumm, dass man ungeniert daher schwätzen kann, wie es einem im Kopf kommt. Ne? Jetzt zurück zur Flüchtlingskrise. Wie beurteilen Sie da die Vorgehensweise der Politik? Ist das wirklich den Politikern abzunehmen, dass sie da am falschen Fuß kalt erwischt wurden und dass das nicht absehbar war, dass jetzt hier Ja. eine Völkerwanderung stattfinden wird? Ja, ich möchte da zunächst mal eine Lanze für Frau Merkel und für Herrn Westerwelle brechen. Und zwar haben die sich ja explizit 2011 aus dem Überfall auf Libyen herausgehalten, sind da auch von den transatlantischen Seilschaften schwerstens unter Druck gesetzt worden. Man hatte sogar vor, Guido Westerwelle als Außenminister auszutauschen gegen Alexander Graf Lambsdorff. Frau Merkel sieht sich seitdem auch immer wieder größten Angriffen ausgesetzt. Eines war ja klar, ob man das nun gut findet oder nicht. Effektiv hatte Gaddafi einen Deal mit der EU, dass er sozusagen die erste Flüchtlingswelle schon vor seiner Haustür abhält. Human finde ich das auch nicht, aber dadurch, dass man Gaddafi auf die widerwärtigste Art ermordet hat und den Staat jetzt in einer ganz grässlichen Weise ins Chaos gestürzt hat, hat man den jetzigen Dammbruch auch zu verantworten. Und das war sozusagen, ich denke, dass Frau Merkel und Herr Westerwelle damals schon wussten, was darauf auf uns zukommt. Das heißt, es ist ihnen natürlich bekannt. Sie hatten aber auch eben nicht die Macht jetzt, sich gegen diesen militaristischen Irrsinn durchzusetzen. Der jetzige Dammbruch, der folgt, überfordert natürlich unsere Politiker, ganz klar. Mit der Ausstattung, die unsere Politiker haben, die ist relativ bescheiden, sind sie völlig überfordert. Sie sind nur noch, wobei ich sage, es gibt natürlich gewisse Leute, die sich schon Gedanken machen, wie man zum Beispiel auch die Kommunalpolitiker mehr unterstützen könnte. Witzigerweise sitzen die ja gerade bei der CSU oder bei der Linkspartei. Also die paar Vernünftigen, die über diejenigen nachdenken, die es vor Ort zu verantworten haben. Wo also das knappe Geld in den Kommunen jetzt noch aufgeteilt werden muss und noch mehr weggeht für die eigentliche Bevölkerung, um das Schlimmste von den Flüchtlingen sozusagen abzuhalten in diesem kalten Winter, der jetzt kommen wird. Und ich sag mal, sie haben kein langfristiges Konzept. Ich habe bis jetzt nichts gehört, wie man das langfristig ändern will. Deswegen sage ich jetzt mal, wie man es ändern könnte. Denn ich sag mal, allein zu sagen, es ist so und die sind mächtig und wir können nichts machen, man muss erstmal eine Idee in die Welt setzen, damit sie auch dann überhaupt materialisiert werden kann. Es könnte so aussehen, dass man erste Forderung Verbot der Waffenexporte in allen Ländern. Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur. Hier könnten wir in Deutschland ansetzen, die Ursachen zu beheben. Zweitens müssen die Verursacher, das sind sowohl die Rüstungskonzerne und auch die Staaten wie USA, Reparationszahlungen leisten. Das Geld würde drittens treuhänderisch bei der New Development Bank, das ist die neue Entwicklungsbank, die Alternative zum IWF, der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, eingezahlt, um fünftens mit dem Geld Wiederaufbau in zerstörten Gebieten zu machen, eine Art von Marshallplan. Und die Kriterien für die Asylgewährung, dann wüsste man ganz klar, was man da sagen könnte, nämlich, es geht nicht um Einwanderung, nur begrenzt. Das Boot ist durchaus irgendwann voll.
Es geht darum, dass die asylsuchenden Gäste auf ihre Aufgabe vorbereitet werden, in ihrem Heimatland wieder leben zu können und dort aufbauen zu können. Also auch hier die bestmögliche Ausbildung zu bekommen, um dort dann effektiv und schnell wieder das Land aufzubauen. Des Weiteren, wer kein Asyl sucht, sondern einwandern will, muss man nun mal sagen, wie jedes andere Land, wie Australien oder andere Länder auch, man kann nur ein begrenztes Kontingent aufnehmen. Wir haben zu viel unerfüllte Hausaufgaben. Wir können einfach nicht jetzt plötzlich noch mal Millionen von Menschen dazu nehmen. Wer wirklich für die Einwanderung in Frage kommt, muss ganz gründlich ausgebildet werden für die Philosophie unseres Staates, des Gastlandes. Nämlich Grundsätze Demokratie. Was bedeutet Demokratie? Zweitens Toleranz. Drittens Gewaltfreiheit. Es ist ja so, viele von diesen Leuten sind schwerstens traumatisiert, kennen nur die Steinzeitlogik, entweder ich oder der andere überlebt. Und für die ist es natürlich schon mal ein Hammer, dass man bei uns sich den Weg zum Bäcker nicht freischießen muss. Und ich sag mal, diesen Leuten muss das erstmal klar gemacht werden. Und wer das nicht akzeptiert, wer danach nicht lebt, würde ich sagen, der muss eben dann sich ein anderes Land suchen. Aber es geht nicht, was wir hier jetzt erleben, dass irgendwelche faschistoiden Lümmel, sage ich mal, hier sich gegenseitig verprügeln in irgendwelchen Aufnahmelagern oder vielleicht sogar auf die beschäftigten ehrenamtlichen Helfer oder Ärzte losgehen. Da muss man ganz klar den Leuten eine Perspektive bieten, also nicht Repression, sondern ein Angebot machen. Aber man muss auch sagen, hier sind Grenzen. Irgendwo sind hier Grenzen. Herr Plopper, wenn man sich das Bild jetzt so anschaut, mit all diesen Denkfabriken, mit auch diesen wirtschaftlichen Verflechtungen, ich nenne jetzt mal BlackRock als repräsentativ, weil das für die meisten Leute ein Begriff ist, IWF, all diese Konstrukte und die Herausforderungen, die Europa jetzt ins Haus fallen, da steigen natürlich die meisten Menschen aus. Das erscheint ein riesiger Berg, der nicht zu überwinden ist. Wie kann man die Menschen da aufbauen? Welche Lösungsansätze gäbe es und was kann jeder Einzelne zu Hause machen, um die Lage zu verbessern? Ich schließe mein Buch, im letzten Kapitel stelle ich ja dar, was wir besser machen können. Und ich sag mal, dass man das so pessimistisch sieht und so aussichtslos, das liegt an der Monokultur unserer Medien. Das heißt, ich habe geschrieben, nachdem Sie das Buch gelesen haben, werfen Sie Ihren Fernseher zum Fenster raus. Es gibt dort nichts, aber auch gar nichts, was mit Information zu tun hat, was man verpassen könnte. Es zieht einen nur runter. Es ist eine psychologische Kriegsführung gegen das Volk, ganz gezielt und perfide von Hunderttausenden von Wissenschaftlern ausgetüftelt, wie man die Leute mental klein kriegt, wie man sie dazu bringt, sich nicht selber zu achten und zu lieben. Nur wer sich selber achtet und liebt, kann auch andere Menschen achten und lieben. Es wird nur gesagt, wenn du nicht dieses Rasierschaum so und so nimmst, dann bist du kein richtiger Mann. Wenn du das Auto mit 3000 PS hast, dann, wenn du das nicht hast, dann bist du auch kein richtiger, potenter Mann. Solche Geschichten, die der Propaganda-Experte Edward Bernays entwickelt hat, spielen ja hier überall eine Rolle. Jeder fühlt sich irgendwie minderwertig. Wenn man ich sage auch, also zum Beispiel die Nachdenkseiten, das ist ja diese bekannte kritische Webseite, dort wird ja immer wieder dazu aufgerufen, dass sich die Leute zu Gesprächsrunden zusammenfinden. Also was weiß ich, 5 Leute, die zu Hause einfach mal diskutieren. Und ich sag mal, das ist schon viel wert. Ich denke, ansonsten ist es einfach in der großen Politik so, wir haben, und das muss man deutlich machen, in Zentraleuropa, das heißt auch, betrifft Österreich, Schweiz, Deutschland, skandinavische Länder, Niederlande, wir haben eine Dreiteilung der Wirtschaft. Wir haben eine Wirtschaft traditionell, in der Genossenschaften
öffentlich-rechtliche Unternehmen und staatliche Unternehmen wesentliche Versorgungsfunktionen übernehmen oder die wichtigsten übernommen haben, traditionell. Und nur die Bereiche, wo nicht allzu viel Schaden durch profitorientierte Wirtschaft angerichtet werden kann, sind sozusagen freigegeben für die Profitwirtschaft. Wir müssen, also es ist durch Gehirnwäsche den Leuten ausgeprügelt. Ich merke das immer wieder. Die Leute gucken mich immer wieder an wie ein Auto, wenn ich sage, wir haben eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Menschlichkeit, die davon ausgeht, dass man nicht über die Schwachen rübertrampelt. Unser Steuerrecht ist so strukturiert, dass dem Verfassungsauftrag, dass jeder Bürger gleichen Zugang zu allen Einrichtungen hat, auch Genüge getan wird. Und solche Dinge müssen wir erstens bewusst machen und zweitens auch wieder ausbauen. Wir müssen nicht, wie auch gewisse Nichtregierungsorganisationen immer wieder den Eindruck erwecken, wir müssten das Rad neu erfinden. Nein, wir haben vieles, wir müssen es wieder frei machen, restaurieren, erneuern, modernisieren und mit den neuen Bewegungen weltweit zusammenbringen. Weltweit arbeiten schon 800 Millionen Menschen in Genossenschaften, haben sich aus diesem Hamsterrad des marktradikalen Wahnsinns bereits herausgearbeitet. Und das muss man auch einfach mal dann weltweit so sehen. Ich plädiere für das. In gewisser Weise muss man auch die Gegenseite mal kopieren, wenn man am Boden liegt. Und das heißt in diesem Falle, wir können durchaus Stiftungen gründen, durch Crowdfunding und so weiter, wo wir vernünftige Ideen kommunizieren landesweit, wissenschaftlich evaluieren, sodass nicht, wenn jemand mal wegen Regionalgeld in einer bestimmten Region macht, mal wegen in Bayern, jemand anders in Schleswig-Holstein nicht gleich wieder in derselben Weise von vorne anfangen muss, sondern der kann vielleicht auf den Erfahrungen schon aufbauen. Es gibt zum Beispiel das energieautarke Dorf Jünde bei Göttingen, wo man bereits die Energieversorgung komplett in eigene Hände genommen hat, selber Energie produziert und sich damit von dem ganzen Fossilstress abgelöst hat. Und das wird zum Beispiel auch von der Universität Göttingen begleitet, interdisziplinär. Und man hat bereits festgestellt, dass es den Menschen in diesem Ort psychisch, mental viel, viel besser geht, weil sie wieder die Freude entdecken, miteinander was zu machen, miteinander zu teilen und ganz direkt im Gespräch sich gegenseitig zu respektieren und zu stärken. Und ich war auch in der Schweiz und habe auch dort festgestellt, dass da teilweise ein ganz anderer Wind weht als in der mittlerweile mental ziemlich erschlagenen Bundesrepublik Deutschland. Und dasselbe sieht man auch mal man kann verschiedenste gute Ansätze, die sich auftun, zum Beispiel Degrowth. Es gab eine Konferenz in Leipzig, die sich damit befasst hat, eine Wirtschaft zu entwickeln, die nicht auf Wachstumsbahn aus ist, sondern eben nur auf Bedürfnisbefriedigung der Menschen. Und es gibt, Repair-Cafés, alles das kann man endlich mal vernünftig, nicht zu einer kuriosen Häkelecke machen, sondern wirklich, zusammenbringen, miteinander verbinden und die Erfahrung austauschen. Da müssen wir dran arbeiten. Und ich denke, wenn wir mal wirklich diese Negativ-Scheiße da weglassen, diese Gehirnwäsche, dass wir nichts sind und nichts können, wir können alles. Und also das wäre so die Alternative. Es ist jetzt wiederum, als ich das geschrieben habe, war dieser Irrsinn mit der Flüchtlingskrise ja noch nicht. Ne? Das überdeckt ja jetzt noch einmal die Überlegungen, wie man eine Alternative entwickeln kann und bringt die Leute wieder in eine Schockstarre. Da sind wir bei Naomi Klein, die Schockstrategie. Die geht davon aus, oder die sagt in ihrem Buch, dass die marktradikalen Einpeitscher Katastrophensituationen entweder erschaffen oder für sich nutzen, um eine Gesellschaft völlig neu zu schreiben. Zum Beispiel bei dem Katrina in den USA, wo dann danach New Orleans völlig neu nach dem Gusto der Marktradikalen aufgebaut wurde. Und Ähnliches droht uns jetzt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dieser
Krisensituation, in dieser Schocksituation, in der wir uns alle befinden im Moment, nicht eine marktradikale neue Tafel aufschreiben lassen. Herr Plopper, ich danke für das Gespräch.